Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mit auf unsere Reise nach Finnland zum Mitsommer. In meinem Video werde ich euch Einblicke in die wunderschöne finnische Natur geben und erzählen, wo und wie man in Finnland typischerweise Mitsommer feiert. Ich hoffe, euch wird diese kleine Reise gefallen. Wir sind aus Helsinki mit einem Auto in die Kouvola-Region gefahren und wir wurden gewarnt, dass es einen Stau geben wird zum Mitsommer und das war der Stau. Wie ihr seht, nicht so viel los. Das war für uns ganz ungewöhnlich, dass der Stau so aussieht, aber natürlich haben wir uns darüber gefreut. Und hier sind wir angekommen an der Sommerhütte. Das ist die Sommerhütte von meinem Papa und hier haben wir den Mitsommer gefeiert. In Finnland wird ganz typisch Mitsommer auf einer Sommerhütte gefeiert. Die Sommerhütte hat normalerweise ein separates Haus, wo man wohnt. Und dann ganz nah am See gibt es dann eine Sauna, wie auch hier bei meinem Papa. Hier ist die Saunagebäude und wie ihr seht, die ist ganz nah am See, so dass man dann nach der Sauna direkt sich erfrischen kann. Und ich werde euch noch diese Sauna auch von innen zeigen. Hier hat man einen schönen Kamin. Hier natürlich nicht im Sommer, aber im Winter kann man dann auch den Feuer anmachen und dann einfach diese schöne Gegend genießen. Hier haben wir auch mit meinem Mann übernachtet. Hier geht es hoch und dann hier haben wir übernachtet. Man sieht hier aus dem Fenster den Haupthaus und hier wollten wir dann übernachten, weil der Ausblick einfach so wunderschön ist. Und weil wir sowas bei uns in Dortmund nicht haben, wollten wir uns diesen schönen Einblick und diese Ruhe auch hier genießen. Und jetzt zeige ich euch auch noch die Sauna. Die Saunagebäude hat normalerweise keinen Wasseranschluss. Das heißt, man bringt das Wasser aus dem See und man benutzt das Wasser aus dem See in der Saunagebäude. So hier auch in der Toilette für Händewaschen hat man das Wasser aus dem See und das gleiche auch hier, wenn man sauniert oder in die Sauna ist und sich waschen möchte, dann benutzt man dafür auch die Wasser aus dem See und hier gibt es noch so ein Gerät, womit man dann das Wasser auch noch erhitzen kann. Dann wird dieses erhitzte Wasser mit dem kalten Wasser vermischt, so dass man die gewünschte Temperatur hat. Und hier ist noch die schöne Sauna. Es ist eine ganz große Sauna mit großen Fenstern und man muss keine Sorge sich machen. An der Gelände von Sommerhaus oder Sommerhütte gibt es nur die Familie und deswegen kann man auch so eine Sauna mit großem Fenster haben und dann auch aus der Sauna den schönen Landschaft und den See genießen. Und wie gesagt, das Saunagebäude ist ganz nah am See. Hier kommt man raus und ist direkt am See und kann dann einfach kurz zum See laufen und sich nach der Sauna im See erfrischen. Und das gilt nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Man macht einen kleinen Loch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, im Eis und dann kann man auch im Winter ins Wasser tauchen und nach der Sauna sich erfrischen. Hier haben wir uns einfach die Zeit ganz langsam gehen lassen und wir haben einfach die Ruhe, die Natur und diese wunderschöne Stille genossen. Am Mitsommer ist es auch so, man hat keine Eile, man hat mehrere Tage frei und man genießt die Zeit mit Familie und Freunde und macht das, was man machen möchte. Es gibt keine Pflicht. Und viele haben auch ein Boot am Sommerhaus oder Sommerhütte, so dass man entweder fischen gehen kann oder einfach eine Fahrt mit dem Boot um den Gegend herum machen kann. Und am Mitsommer macht man dann häufig auch eine
Ausflug mit dem Boot. Wir haben einfach einen kleinen Bootsfahrt gemacht, um den Gegend um der Sommerhütte zu sehen und zu sehen, was da so noch gibt. Und wir haben einfach das schöne Wetter und die Zeit genossen. Es gibt auch mehrere Orte, wo man dann anhalten kann. Man kann dann spazieren gehen oder es gibt auch Cafés und sowas, die man dann bei der Bootsfahrt auch besuchen kann. Außerdem kann man natürlich auch andere Sportaktivitäten machen. Wir hatten auch noch ein Subboard von meiner Schwester dabei und haben so einen kleinen Abendausflug gemacht. Weil die Sees in Finnland sehr ruhig sind, kann man mit so einem Subboard oder mit Kanu oder Kajak ganz schön unterwegs sein und einfach die schöne Natur und den Gegend genießen. Und wenn wir schon von der Natur sprechen, haben wir auch viele Spaziergänge gemacht. Das ist jetzt kein Muss und das machen wahrscheinlich nicht alle beim Mitsommerfeiern, aber viele lassen die Zeit einfach sehr langsam gehen, genießen die Zeit und viele machen auch dabei solche kleine Spaziergänge in den Wald, einfach sich zu entspannen und die Zeit zu genießen. Wir sind gerade in der Mitte von nirgendwo. Wir sind im Wald auf der Sommerhütte. Hier ist auch Wald und dann gibt es hier so ein schönes Spielplatz für die Kleine. Wie schön ist das denn? Die Sommerhütten stehen ja in der Mitte von nirgendwo im Wald und somit hat man sehr oft auch ganz viele Leckereien aus dem Wald ganz nah an der Sommerhütte. Und hier haben wir schon fast reife Waldblaubeeren und die sind ganz, ganz nah an der Sommerhütte. So, hier könnt ihr sehen, wie nah der Sommerhütte ist. So, hier stehen wir auf dem Weg und dort sieht man schon die Sommerhütte. So ganz viele leckere Blaubeeren, die man hier pflücken kann, ganz nah an der Sommerhütte. Das heißt, man muss nicht mal ganz tief ins Wald gehen. Und dann auf der anderen Seite, so hier ganz nah an dem See, ist auch so eine ganz große Fläche, komplett bedeckt mit den leckeren Blaubeeren und man kann einfach hier anfangen, die Blaubeeren schon zu pflücken. Die sind schon reif, die sind richtig lecker und man kann die einfach so genießen. Ich würde die auch nicht für irgendetwas verwenden, ich würde die einfach so frisch genießen. So viele schöne, leckere Waldblaubeeren wie kleine Geschenke von Natur. Einfach herrlich. Und natürlich am Mitsommer wird sauniert, wird die Sauna heiß gemacht und dann geht man natürlich auch schwimmen. Uns wurde gesagt, das Wasser ist richtig warm und so war ich auch gespannt und wollte schwimmen. Aber ihr seht schon, es war nicht so warm. Zumindest für mich war das Wasser nicht richtig warm und ich habe versucht zu schwimmen, um mutig zu sein, aber das Wasser war einfach viel zu kalt für mich. Mein Mann war viel mutiger und hat auch eine Weile sich in dem See erfrischt und geschwommen, aber für mich war das Wasser viel zu kalt. Ja, ich habe zweimal versucht, aber habe mich dann nicht zugetraut. Ich kann aber sagen, dass ich kurz vor diesem Tag auch krank war und ich wollte es dann nicht riskieren. Deswegen habe ich mich ganz kurz ins See getaucht und das war schon. Dann wollte ich schon raus. Aber das Wasser im See wird im Sommer in Finnland auch schon richtig warm und ich habe auch später selber in dem See geschwommen. In Finnland wird auch sehr gerne geangelt und mein Papa ist auch leidenschaftlicher Angler und ich dachte, diesmal, wenn wir auf der Sommerhütte sind, sollten wir auch
Angeln gehen. Und hier haben wir auch die versprochene Mücken gesehen. Es waren richtig viele Mücken am Abend und wir waren dann noch zweimal danach nochmal angeln und jeden Abend gab es eine ordentliche Truppe von den Mücken beim Angeln. Aber zum Glück tagsüber gab es nicht so viele Mücken. Wir haben diese Angelerlebnis trotzdem genossen, trotz der Mücken genossen, weil wir diese schönen Landschaften und den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang genießen könnten. Hier ist es eigentlich schon nach Mitternacht und es ist immer noch richtig hell. Beim Angeln am Nacht kann man die Stille und die Ruhe noch mehr genießen, weil man meist alleine unterwegs ist und man hört nur die Stille und die Natur. Ich habe diesmal nicht geangelt, ich war dabei, nur diesen Erlebnis mitzuleben und einfach die Landschaften zu genießen und ich muss sagen, es war alles ganz beeindruckend und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mein Mann hat das erste Mal geangelt und er ist direkt verliebt geworden. In Finnland geht es auch ganz einfach. Man kann den Angelschein für eine Woche oder für ein Jahr direkt online bestellen und direkt anfangen zu angeln. Alle Infos dazu werde ich euch noch unten in der Videobeschreibung schreiben. Am ersten Tag haben wir leider nur ganz kleine Fische gefangen und die haben wir auch natürlich gelassen. Am zweiten Tag war der See unfassbar schön. Es war so eine Stille, es war wie ein Spiegel. Auch hier im Video sieht man, wie schön das Ganze aussieht. Und hier auch, es ist gerade nach Mitternacht und immer noch so hell. Man kann auch nachts ganz schön losfahren, fischen oder einfach die Nachtruhe genießen und es ist immer so schön hell. Am dritten Tag beim Fischen haben wir auch 3 große Fische gefangen. Das waren 3 Zander und wir haben uns richtig auf den Fisch gefreut. Der Rückfahrt war wunderschön. Hier ist es 3 Uhr nachts und die Sonne geht bald auf und wir haben durch einen Nebel gefahren. Ich fand es richtig mysteriös oder so mystisch, wenn man durch den Nebel fährt und uns haben auch bei diesem Fahrt ein paar Fledermäuse begleitet. Am Ankunft beim Sommerhütte hat uns so ein schönes Sonnenaufgang begrüßt. Und natürlich am nächsten Tag gab es auch den leckeren Fisch. Und es war definitiv die Mühe wert. Der Fisch hat wirklich lecker geschmeckt. Ihr Lieben, ich wollte noch in diesem Video ein ganz großes Dankeschön sagen. Wir sind schon über 4000 und ich freue mich so sehr um jeden einzelnen von euch. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare und den Feedback zu meinen Rezepten und vor allem, wenn ihr mir sagt, wie die Rezepte bei euch angekommen sind. Heute wollte ich ein großes Dankeschön sagen und es gibt ein kleines Gewinnspiel von mir. Ich habe einen Tastebox aus Finnland mitgebracht und diesen Tastebox werde ich an euch verlosen. Es gibt viele finnische Leckereien oder Süßigkeiten in diesem Tastebox zu gewinnen. Ganz typische finnische Süßigkeiten. Dann gibt es auch ein leckeres finnisches Tee, ein paar andere leckere Sachen und dann gibt es noch so eine süße Tasse zu gewinnen mit so einer Robbe. Diese Robbe heißt Saimaannorppa und es lebt in der Region, aus dem ich komme, in Finnland. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, solltest du meinen Kanal abonniert haben und einen Kommentar unter dem Video mir lassen. Es werden noch 2 Videos von meiner Reise nach Finnland geben und wenn du auch bei diesen Videos einen Kommentar lässt, dann kriegst du 3 Lose in den Losetopf und somit erhöhst auch deine Gewinnchance. Ich wünsche dir
viel Glück! Für uns geht die Reise jetzt weiter in meine Heimatstadt Lappeenranta und das nächste Video wird aus dieser Region sein. Seid gespannt! Tschüss und bis zum nächsten Mal!